Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf W60 und heute werden wir versuchen, den Märchenturm zu klatschen und andere Dungeons umzuhauen. Wir haben uns ja durch das letzte Epic-Event ein bisschen neu equippen können, hier auf meinen Begleitern hauptsächlich. Und ja, bevor das Ganze losgeht, gibt es zum Valentinstag einen Code, so wie eigentlich jedes Jahr, was dir ein bestimmtes Epic gibt, und zwar hier unten bei Coupon. Wenn ihr hier eingebt Be My Valentine, dann bekommt ihr hier ein kostenloses Epic und den Code könnt ihr heute noch bis 23:59 und 59 Sekunden einlösen und bekommt das hier ab morgen dann nicht mehr. Und ja, gut, das hätte ich vielleicht ganz gut gebrauchen können. Das könnte sogar mein Marquardt hier noch vertragen irgendwie. Ja, der könnte das sogar mit am besten vertragen hier. Steingewinnung könnte auch sein, dass das nicht unbedingt ein 3er-Epic, sondern ein 5er-Epic bei euch ist. Ist immer ein bisschen random. Kann auch gesockelt sein, kann auch nicht gesockelt sein. Ist auch manchmal ein bisschen random. Und ja, ich habe mir die 9% ausrechnen lassen mit SF-Tools. Und wir haben ein paar Chancen in ein paar Dungeons durch die neuen Epics, die wir ergattert haben, und deswegen schauen wir mal zuerst rein bei den Dungeons, die am meisten Prozentchancen haben. Und zwar ist das hier bei Teufels Advokat. Ja, da gucken wir mal rein. 4,3% sollte eigentlich relativ gut machbar sein und uns wieder ein wenig weiter nach oben befördern in Richtung Ziel Stufe 400 in 200 Tagen erreichen. Wir haben Tag 89, glaube ich, gerade. Und ja, wir sind jetzt bald bei der Halbzeit so, ne? Wir sind auch schon auf einem guten Weg zur Stufe 400, ne? Aber ihr wisst ja, die Dungeons fallen immer weniger und es geht immer langsamer voran. Die Dungeons, ja, werden immer schwieriger und die XP wird zwar mehr, noch bis Stufe 393. Mal gucken, ob wir den gleich hinterher kriegen hier. Ich weiß es gar nicht. Die XP in der Quest werden zwar immer mehr, aber hauptsächlich die Dungeon-XP fallen halt weg, weil die Dungeons halt selbst nicht fallen. So, und da haben wir auch ein neues Epic direkt hier. Das ist auch sehr gut für unser Sammelalbum. Können wir allerdings leider nicht verwerten großartig, aber wir haben direkt einen Gegner mehr besiegt, als ich gedacht hätte. Deswegen können wir das schon mal streichen hier. Und dann gucken wir jetzt mal in die Lichtwelt rein. Zack, da sind wir schon wieder bald Stufe 331. Das ist doch schön. So, Liga der Superhelden. Der One Punch Man, der sollte hier mit 2,75 eigentlich auch gut fallen können. Mal schauen, ob er es sich anstellt oder nicht. Und mal gucken, wie auch vor allen Dingen der Gegner danach aussieht. Ich denke mal, mit der Chance, da werde ich den hier, diese Folge, nicht stehen und liegen lassen. Der wird mitgenommen hier, der 1000 Punchman hier. Ja, sehr schön. 331 haben wir ihn doch. Mr. X-Ray, mal schauen. Gucken gleich mal hinterher. Gucken mal gleich, was hier der nächste Gegner hier zu sagen hat. Ich weiß es nicht. Ich rechne mir immer nur die Prozente aus für den ersten Gegner, den ich lege. Danach dann nicht mehr. Ja, der sieht hier schon wieder nicht cool aus. Der macht hier keine Späßchen. Und deswegen gehen wir jetzt mal direkt dahin, wo wir die letzten Folgen schon gescheitert sind. Und zwar in den Märchenturm. Gucken wir mal rein und ich denke mal, der sollte heute definitiv fallen. Scharpünzel, der Endboss hier vom Märchenturm. Dann haben wir hier den absoluten 100%igen Bonus aus dem Dungeon hier rausgeklöppelt, sodass wir mit gutem Gewissen weiter questen können. Nach wie vor fehlt uns natürlich der Arena-Manager, ne, mit den 50% Gold mehr, aber das ist ja eine Challenge, die haben wir uns halt eben selbst auferlegt. So, Märchenturm ist abgeschlossen, damit können wir auch hier einen Strich hinter machen. Oder ein Häkchen, je nachdem. Ja, Märchenonkel, haben wir es geschafft. Ein weiteres Feature hier abgeschlossen, beziehungsweise das erste in diesem Overlay, in diesem neuen, ist ja für mich hier auch komplett neu, dass ich das jetzt das erste Mal so hier durchspiele. Und wir haben das neues Item hier auch wieder. Ein schönes Valentinstags-Item. Kann zufällig, nee, kann nichts damit anfangen, großartig hier. Ja, deswegen würde ich mal sagen, gleich weg damit hier. Das kann auch gleich weg und das eigentlich auch. So,
können wir verkaufen. Das sind alles Sachen, die, ja, oder das sind alles Ressourcen, die werden wir später noch gebrauchen können, um halt wirklich das Maximale auch aus unserem Equipment rauszuholen. So, jetzt haben wir eigentlich alles geschafft, was ich die Folge schon mal schaffen wollte. Mal schauen, ob wir Stufe 400 hier im Wirbelwind noch erreichen. Wir selbst sind ja auch ein kleines Stückchen stärker geworden. Allerdings jetzt, ich würde eher sagen, dass der Fokus jetzt vom letzten Wochenende auf unseren Begleitern lag. Trotzdem gucken wir mal, ob wir vielleicht hier die ein oder andere Etage mitnehmen können. Und es sieht ganz gut aus. Es sieht tatsächlich gar nicht so verkehrt aus. Ja, ich gucke mal ganz kurz noch hier in der Unterwelt. Da muss ich noch kurz was abholen. Herz ist weiter im Ausbau und dann hoffe ich mal, dass ich meinen Gladi auch weiter hochziehe. Ist für mich hier in der Challenge persönlich das Wichtigste. Und die Mine, ich weiß nicht, die Mine, gute Mine zum bösen Spiel müssten wir eigentlich auch noch irgendwie noch ein bisschen hochdreschen, damit wir hier noch bessere Edelsteine irgendwie kriegen können. Könnte nochmal Worth sein, bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob ich lieber die Pilze in Dungeon Tries stecke oder lieber in die Mine. Ich glaube, in der Mine sind sie ein bisschen besser aufgehoben, weil wir dann halt bessere Chancen halt auch in den Dungeons haben. Und wenn wir in den Dungeons nicht viel beziehungsweise wenig prozentuale Chancen haben, dann bringt mir das auch nichts, hier Pilze reinzustecken, großartig. Ja, und hier sieht es auch schon wieder relativ mager aus, wenn man das mal so sagen darf hier. Ja, jetzt bin ich stuck. So, wir haben zwar noch ein bisschen was, aber der nächste Gegner ist halt wieder 0,36. Das ist mir halt, das ist jetzt schon wieder alles hier irgendwie zu wenig, sag ich mal, zu wenig Prozente, als dass ich hier irgendwie was ansatzweise irgendwo tryen könnte. Gucken wir mal nochmal in der Lichtwelt rein. Schwierig. Schauen einfach mal so random. Guck mal, hier so die Tries zum Beispiel, die sahen jetzt gar nicht so verkehrt aus, ne? Die sahen jetzt gar nicht so schlecht aus, aber ich glaube, das wird auch ein bisschen dauern hier. Battle Mage. Schauen hier, Osteros, den 9 von 10. Dauert auch noch ein bisschen, ist auch ein starker Bremser für mich hier an der Stelle. Komme ich so ohne weiteres jetzt auch erstmal nicht weiter. 6 von 10 hier, Dunkle Taverne. Ja, wir haben jetzt so das Maximale wirklich ausgeschöpft, ne? Also von dem, was wir hier gerade so erreichen können mit unserem Char. Ja, weiß ich nicht, da müssen wir erst wieder ein bisschen stärker werden. Ich denke mal, das nächste Epic-Event wird halt auch nicht so viel bei mir mehr machen, weil bis dahin schaffe ich, glaube ich, auch nicht groß den Stufenaufstieg mehr, weil ich, ja, wie gesagt, in den Dungeons jetzt hier auch nicht mehr großartig weiterkomme. Hier brauche ich, glaube ich, auch nichts probieren. Und deswegen, ja, steige ich nicht groß im Level aus, beziehungsweise kann sich dadurch mein Equipment nicht stark verbessern, so. Deswegen ist, glaube ich, wirklich das nächste große Ding wieder bei mir der Legendary Dungeon zu Ostern. Vorher kommt, glaube ich, nicht nochmal so ein starker Stufenanstieg. Also es könnte echt nochmal wirklich verdammt knapp werden hier mit der Challenge, ne? Sag ich euch ehrlich. So wie es ist. Ja, und ich weiß nicht. Mal kurz ein Skippy Dorino. Ach so, ich habe hier das Ding noch im Ausbau. Da kommen die 90 Pilze. Ich glaube, ich baue das Ding aus. Wir haben auch nicht... Ja, okay, von den Pilzen her kann man es sogar noch einigermaßen vertreten, aber ressourcentechnisch bin ich ja dann überhaupt nicht gut aufgestellt. Ja, da kommt jetzt meine Faulheit jetzt hier zum Tragen, wie Umzugshelfer. Das ist, weil ich halt nie so großartig einen Festungspartner hatte, beziehungsweise nicht mal Angriffe hier gemacht habe. Deswegen habe ich auch keinerlei Ressourcen hier großartig angehäuft in der Zeit. Das hätte man natürlich machen können. Dann hätte ich meine Mine jetzt schon ein bisschen höher bringen können. Okay, wir können noch mal ausbauen, aber das frisst mir ordentlich Ressourcen weg. Aber das wäre nochmal so ein Ding, wo ich nochmal ein bisschen, oder ganz schön vielleicht sogar Stat-Punkte gewinnen könnte, um mir nochmal so einen kleinen Boost zu verschaffen. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, ne? Wir haben dann bald die Halbzeit erreicht. Ja, es könnte noch so genau klappen, ne? Wir gucken mal, wie sieht es denn eigentlich aus hier auf dem Server bei den ersten Leuten. Die Hardcore-Payer hier oben in der Top 1.
Mal schauen, wie weit die sind hier auf W60. Wenn ich gucken darf. Ja. Ja, okay. Die sind in der 380er so ungefähr. Ja. Aber auch mit Berserker. Das mal gucken. 366, erster Magier hier. Da steckt wahrscheinlich auch noch einiges mehr drin als bei mir. Tja, ist schwierig, ist schwierig. Aber ich denke mal, die Mine wird bei mir das nächste Angriffsziel sein. Muss ich halt eben, weiß ich nicht, ein paar Leute finden, die mir ein bisschen Ressourcen geben hier. Und wie gesagt, auf Festungspartnerschaften und so, da habe ich bisher nicht viel Wert drauf gelegt und werde ich auch in Zukunft nicht. Ich werde dann einfach nur so random mal schauen, dass hier so Leute mit dabei sind, die, ja, ihre Verteidigung mal abwechslungsweise nicht ausgebaut haben, damit man hier ein bisschen was zusammenbekommt. Ich greife übrigens die Leute an, absichtlich, dass ich verliere, damit ich hier halt eben skippen kann und nicht hier mit Gold eben skippen brauche, so. Damit ich so Leute wie ihn finde, der mir zumindest ein paar Ressourcen gibt, weil, ja, das ist jetzt nicht ganz so wild, dass ich jetzt hier meine Soldaten hier opfere. Okay, weil ein Soldat kostet, ja, so viel hier, ne? Also das ist halt eben eigentlich nur die Ausbauzeit, die so rein scheißt, sag ich mal, bei dem ganzen Ding. Ja, Leute, mein Zwischenstand hier auf W60, ne? Mal gucken, ich bin gespannt, wie es weitergeht, ne? Und wie es hiermit aussieht denn. Alles klar, Leute, das war's soweit. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag, einen schönen Valentinstag. Ja, genießt die Zeit mit eurem Partner. Ansonsten genießt die Zeit mit euch selbst, wenn ihr zufriedener Single seid. Das ist auch vollkommen in Ordnung und manchmal vielleicht auch ein bisschen weniger Stress. Und ja, das war's soweit von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.